Gut, ich bin der Flo. Wir sind hier im MK22, Coffee Bar Kiosk am Eisernen Steg. Wir haben Fußball 2000 heute zu Gast. Ja, Mann. Und wir machen das große Saisonfazit, die große Bilanz nach einer denkwürdigen, nach einer überragenden Spielzeit, Stefan. Und wir haben ganz viele tolle Awards, die wir heute ein Stück weit verleihen. Jawohl, wir haben den Shooting Star des Jahres, wir haben die, was haben wir noch? Oh Gott. Wir machen aber den Shooting Star des Jahres. Nein, wir machen die Überraschung der Saison, die Highlights, die Highlights, mein Gott, auf die wir uns freuen. Wir verteilen Schulnoten, alles Mögliche. Stefan hat schon eine Stunde geredet, ihr könnt jetzt eine Stunde zugucken. Fußball 2000, die große Saisonbilanz. Pam, Pam, Pam. Auf geht's. Ich leg mich nochmal hin. Fußball 2000, wir sind wieder da und liebe Leute, wir haben heute ein kleines, feines, vielleicht gar nicht so kleines, ich will mal sagen, Fazit. Denn wir gucken ein bisschen auf die Saison, sie war sehr, sehr gut. Aber lieber Phil, und zwar haben wir uns einige Kategorien überlegt. Und eine Kategorie ist zum Beispiel der Shooting Star bzw. Newcomer des Jahres. Und da würde ich von dir sofort wissen, wer hat dich besonders überrascht? Das ist tatsächlich eine der schwersten Kategorien, die wir uns so ein bisschen überlegt haben, die du dir überlegt hast, weil es so viele verschiedene Ideen gibt, die irgendwie in meinem Kopf herumspuken. Es gibt natürlich ein paar obvious Calls, aber ich fange mal direkt an und versuche mal so ein bisschen den anderen Weg zu gehen. Weil Shooting Star muss ja nicht heißen, dass derjenige so wie wir Anfang 20 sein muss oder kurz vor 20. Sondern Shooting Star kann ja auch jemand sein, von dem du gar nicht wusstest, was du bekommst und der dir am Ende deutlich mehr gegeben hat, als man vielleicht dachte. Und deswegen ist mein Call Rasmus Christensen. Weil dieser Typ, ganz ehrlich, ich dachte, es ist eher eine Verstärkung für die Breite. Und am Ende war er mit seiner Mentalität, mit diesem Fighting Spirit, den er hatte, gerade im Endspurt der Saison, als die Mannschaft noch mal ein bisschen ins Wackeln kam, mit all dem, wie er vorangegangen ist, was er repräsentiert hat, mit diesem Willen, mit diesem Glauben daran, das jetzt einfach erzwingen zu wollen, war für mich der absolute Schlüsselspieler und deswegen auch irgendwo ein Shootingstar. Ey, vollkommen gut, dass du Christensen erwähnst. Im Endeffekt 30 Spiele gemacht in der Liga, 5 Tore und die letzten 3 tatsächlich in den letzten 3 Spielen im Endeffekt. Wirklich, da merkst du, wie wichtig er auch am Endspurt nochmal war und dann auch noch 3 Vorlagen. Also er ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler gewesen. Das ist eine super Nummer für den Shootingstar auf jeden Fall. Komplett, bin ich ganz dabei. Rasmus Christensen mit allem, was er repräsentiert, mit seiner Präsenz, mit seiner Mentalität. Das ist ein Typ, den willst du, wenn du in einer Kneipenschlägerei landest, den willst du auf deiner Seite haben und dann kann nicht mehr so viel passieren, glaube ich. Also genauso Leute brauchst du und es ist auch geil, dass die Eintracht das verstanden hat vor der Saison mit Christensen und auch Theat, der so ein bisschen so sein Doppelgänger auf der anderen Seite ist, 2 so Leute geholt haben, die, und da bin ich wirklich altmodisch, dich als Team absolut voranbringen durch die Art und Weise, wie die Fußball spielen. Kann ich absolut nachvollziehen, finde ich eine sehr, sehr gute Nummer. Also liebe Leute, schreibt immer in die Kommentare, wer euer Shootingstar des Jahres ist. Bei mir muss ich es ganz ehrlich sagen, wir haben einen Shootingstar. Stefan Reich, auf jeden Fall. Hat's gut gemacht diese Saison. Ich muss auch sagen, hat's gut gemacht. Keiner mit gerechnet. Breakout Season. Breakout Season. Endlich. Es hat lange gedauert, aber jetzt mit Mitte 50 ist es jetzt langsam soweit. Er ist immerhin deutscher Eishockeymeister geworden. Mehrfach. Ja, Europacup auch. Schreibt mal in die Kommentare, wie alt ihr denkt, dass er ist. Also insofern bin ich sehr gespannt. Aber innerlich auch. Innerlich das ist schwieriger noch. Er ist schon fast verwest. Guck dich auf den Körper. Irgendwo zwischen 15 und 80. Ja, jeder Tagesform. Je nachdem, genau. Aber wer nach Tagesform immer stabil geblieben ist, auf jeden Fall, ist Nene Brown, liebe Leute. Nene Brown für mich der Shootingstar in dieser Saison. 26 Spiele, ich habe es aufgeschrieben. 3 Tore, auch relativ torgefährlich für jemanden, der eigentlich aus der Defensive kommt. 7 Vorlagen gemacht, nur in der Liga. Du merkst, er ist jemand, der diesem Team so viel Spirit auch gibt und gleichzeitig eine Qualität mitbringt, die uns auf den Außenbahnen sehr, sehr gut tut. Ja, absolut. Und das ist auch nicht so ein klassischer Außenbahnspieler, der so Kostic-like eine Flanke nach der nächsten schlägt. Ich glaube, das Besondere, was Nene Brown hat, ist, dass der so ein bisschen so eine Art verkappter Spielmacher ist von außen. Ne? Das ist ganz oft, dass der in die Mitte zieht, dass der so Läufe quasi in die Mitte macht, die total überraschend kommen für den Gegner, dass er da dann irgendwie auch viel die Flachpässe sucht und so. Der hat nicht umsonst wie viel vorbereitet? 10 oder was so? Ja. Also wahnsinnig viele Tore vorbereitet. Das ist ein außergewöhnlich guter Fußballer. Den hatte ich auch nicht so richtig auf dem Schirm vor der Saison. Ich dachte, das ist eher so ein Mitgift. Can Usun +1, weißt du? Ja. Und das war komplett andersherum. Und ich muss sagen, Nene Brown, und das habe ich schon mal gesagt, jetzt irgendwann vor ein paar Monaten, Nene Brown für mich kommender Nationalspieler. Und das dauert nicht mehr allzu lange. Ja, würde ich auch sagen, das ist der nächste Eintracht-Nationalspieler, bin ich mir ziemlich sicher tatsächlich. Und diese fußballerische Qualität ist halt brutal, weil da kommt jemand aus der 2. Liga,
der da gut gespielt hat, aber jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, boah krass, den musst du zwingend holen. Deswegen dachte ich auch, er ist so ein bisschen quasi der Usun Sparringspartner, der ihm auch hier als Best Buddy die Eingewöhnung ein Stück weit erleichtert, dass er sich gleich wohlfühlt, dass er nichts vermisst, was er in Nürnberg irgendwie hatte. Und am Ende überholt er den links, im wahrsten Sinne des Wortes. Fußballerisch, brutal gut, pressingresistent, Vorwärtsdrang, alles da, was du brauchst. Überragender Typ. Es ist ein wirklich toller Spieler. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, was eure Gefühle zu Nene Brown sind. Denn, liebe Leute, dass wir überhaupt so einen Spieler haben in diesen Reihen, wie gut er sich entwickelt hat, das ist richtig, richtig gut. Aber richtig gut waren auch so Momente, die wir gefühlt haben, wo wir in dieser Saison dachten, geil, es geht in die richtige Richtung. Beim Juckermann? Ach so, stimmt. Ja, gut, okay, dann machst du halt mit. Ich habe gedacht, du hast schon so viel erzählt, aber ich gedacht, das hast du schon. Aber gut, okay, dann erzähl. Ich will auch. Eigentlich noch einfach hinten dran bei uns und gut ist. Ja, Stefan, hast du eh keine eigene Meinung. Nein, ich möchte tatsächlich ein bisschen mit einem leichten Abzug, weil am Ende der Saison, hey! Newcomer der Saison. Der Hund der Saison, hallo. Ja, guck mal, der Hund der Saison finde ich gut auf jeden Fall. Pudelbildung. Pudelbildung. Smart Style. Das ist Richard Terrier, ne? Wadenbeißer. Ich merke schon, irgendwann gibt es so Fußball 2000 und irgendeine Tierheim-Crossover. Tierheim-Sonderidee. Ja. Aber ohne Scheiß, Hundevermittlung Fußball 2000 im Tierheim. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Liebes Tierheim, schreibt in die Kommentare, wenn das ehrenamtlich passiert. Macht ja Funk auch mit ihren Instagram-Posts. Die machen auch den Hund des Tages. Also ich glaube, da können wir uns helfen. Aber von den Tieren zu den Terriern vielleicht zu den Terriern, genau. Gute Überleitung. Bisschen mit Abzug, weil Ende der Saison kam man ein bisschen ins Wankeln. Das fand ich aber auch, finde ich aber natürlich bei einem Spieler, der so jung noch ist. Und zwar kam der für mich auch völlig aus der kalten Hose. Den hatte ich gar nicht am Schirm. Und zwar Nnamdi Collins. Nnamdi Collins, finde ich, hat genauso wie Nene Brown wirklich aus dem Absolut nichts gezeigt, was der eigentlich kann, auf welchem Level der spielen kann. Das ist für mich der übernächste Nationalspieler der Eintracht. Wenn der diese leichte Formkrise, nennen wir es mal, gegen Ende der Saison in den Griff bekommt und wieder an diesen Peak rankommt an Leistung, die er gebracht hat nach dem Spiel, ich glaube gegen Gladbach wurde er eingewechselt. Da war das mehrere Wochen so, dass ich dachte, mein Gott, wo haben sie den denn jetzt ausgebuddelt? Was ist denn das bitte für ein Verteidiger? Ist auch noch rechts außen, also rechts hinten einsetzbar, genauso in der Innenverteidigung. Genau. Ich habe halt große Stücke für den. Das ist der auch live der größte Schrank, den ich je gesehen habe. Der Typ ist wie so ein V, wenn der vor dir steht. Verdunkelt sich die Sonne, man sieht gar nichts mehr. Absolut, wirklich, der bringt alles mit, ist extrem schnell, spielstark. Also auf den bin ich sehr gespannt. Auch nächstes Jahr für mich auch absolut Newcomer des Jahres. Können wir mit ihm die Erderwärmung stoppen? Das ist die nächste Frage. Ja, aber er ist auf jeden Fall... vor der Sonne platzieren, oder? Ja, tut mir leid. Dann wird hier wieder Winter. Ja, lieber Eintracht, also wir müssen da jetzt. Ja, der Collins Winter. Ja, aber für die Gegner ist auf Collins Winter geworden. Und das ist natürlich eine krasse Sache, bei der wir am Anfang auch nicht gedacht hatten. Er kam von Dortmund. Ich habe gedacht, okay, das ist ein guter Perspektivspieler. Aber wie der sich entwickelt hat, ist schon überraschend. Ja, und auch diese Polyvalenz, die Stefan ja schon angesprochen hat. Ne? Dass du vor allen Dingen auch die Option hast, den nach innen zu schieben, sollte, was wir alle nicht hoffen, Robin Koch sich verabschieden, hast du halt im Prinzip schon wirklich auch jemanden hinten dran, genauso wie einen anderen Spieler, auf den ich nachher noch zu sprechen komme, der dir halt jetzt schon da eine stabile Qualität einfach liefert. Und vor allen Dingen diese Geschwindigkeit auf der Position ist ja auch so wichtig heutzutage im Fußball und deswegen auch guter Call. Super guter Call, wie gesagt, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr zu den Highlights, da kommen wir jetzt zu, aber erstmal zu den Shooting Stars sagt. Und bei uns geht es weiter mit den Highlights und ich nenne gleich mein Highlight der Saison und das war tatsächlich das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wir beide sagen, weil wir gemeinsam da waren. Das war auch so ein bisschen mein Highlight. Ein bisschen mein Highlight. Das ist ein pöbelnder Gladbach-Fan, der dann irgendwann das Maul gehalten hat. Ja, ohne Scheiß, die ganze Zeit so ein Gladbach-Fan, nur am Rumranten, nur am Rumpöbeln. Aber es sah ja für ihn noch eine Zeit lang gut aus. Wurde immer stiller irgendwann. Genau, die Eintracht zwischenzeitlich zu 10 und trotzdem haben sie dieses Spiel noch gedreht. Und da war für mich in dem Pokal zum ersten Mal das Gefühl, dass ich gemerkt habe, okay, da ist was Magisches, da kann in der Saison wirklich was Großes entstehen. Und diesen Spirit, den haben sie dann nicht dauerhaft auf die Straße gebracht, sondern wäre vielleicht auch im Pokal die Sache nochmal ein bisschen anders gelaufen. Aber da habe ich gemerkt, das ist eine Mannschaft, das ist ein Jahr, in dem was Besonderes passieren kann. Deswegen mein Highlight war das frühe Spiel gegen Gladbach. Wie sieht es bei dir aus erstmal? Ich habe ein ähnliches Spiel ja ist glaube ich gar nicht so weit entfernt zeitlich gewesen. Gladbach war auch, finde ich, genau so, war richtig geil. Da hast du gemerkt, da steckt was in der Truppe drin. Und wo ich das auch gefühlt habe, war in Istanbul gegen Besiktas. Das war geil, das war unfassbar laut dort. Das ist das lauteste Stadion mit Abstand, in dem ich jemals war. Das war unfassbar. Und als so junge Mannschaft, bei denen, die wirklich auch keine schlechte Mannschaft auf dem Platz haben, ne, mit hier so einem abgewichsten Ciro Immobile vorne drin und so weiter und so fort, da so einen souveränen 3-1, glaube ich, Sieg einzutüten, das fand ich super krass. Und Props gehen raus an Kauer. Genau, Props an Kauer, hat unglaubliche Paraden da geliefert. Und da muss ich wirklich sagen, das war auch so ein Moment, wo ich auf der Tribüne saß und dachte so, Alter,
mit der Mannschaft ist was drin dieses Jahr und das hat sich dann am Ende tatsächlich bewahrheitet. Da kommen wir zu meinem Highlight. Auf jeden Fall, mein Lieber. Weil das hast du chronologisch sehr schön aufgebaut, Marvin. Ein großes Lob. Denn Was so gut Keiner Zufall. vielleicht auch, weil es so frisch ist. Moderation des Jahres. Vielleicht auch, weil ich da relativ nah dran war, auch nah dran sein durfte in dem Moment. Das war dieser Abpfiff in Freiburg. Ja. Also diese unfassbaren Emotionen, die da freigesetzt wurden, wie du gesehen und gemerkt hast, was tatsächlich da in dieser Sekunde passiert ist. Ja, diese maximale Erleichterung, dieser Druck, der abgefallen ist. Auch dieses Wissen, was für ein unglaublicher Meilenstein die Eintracht in dem Moment eingesammelt hat. Auf was für ein nächstes Level das alles gehoben wurde mit diesem Spiel, mit diesem Abpfiff. Wenn du gesehen hast, wie schnell da irgendwie 78 Bierkästen auf dem Platz waren, diese Sonnenbrillen, wo kam das alles her auf einmal? Ja? Das war ganz schön gut vorbereitet hier. Das war ein ganz schön solcher gut vorbereitet. Partymodus. Sagen, wie. Ja. Und egal wer, vom Vorstand über den Trainer, die Spieler, Busfahrer bis hin zum Athletiktrainer, schöne Grüße übrigens an dieser Stelle, was an dem Tag freigesetzt wurde an positiven Emotionen, an Freude, ja, das halt noch immer nach, auch wenn es schon über 2 Wochen her ist. Und das über den Sommer so konservieren zu können und hoffentlich auch mitnehmen zu können in die neue Saison, das tut einfach wahnsinnig gut. Ich finde das total wichtig, was du angesprochen hast, weil es tatsächlich genauso, ja, wir reden jetzt bald schon über Transfers, dies, das, Ananas, aber diesen Moment zu konservieren und zu zeigen, welch krasse Leistung das am Ende nochmal war, in Freiburg wirklich dieses wichtige Spiel bestritten zu haben, gewonnen zu haben, auch mit dieser Leistung, aber auch mit was für einer Leistung. Ja. Ich glaube, das ist total wichtig und gut, dass wir es nochmal ansprechen, weil haltet inne, ich weiß, das Geschäft des Fußballs ist im täglichen so schnell, so wechselhaft, aber diesen Moment wirklich festzuhalten, finde ich total gut und es war natürlich das Highlight, was im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass wir Platz 3 fest erreicht haben und dann in der Champions League, ja, mittlerweile im Lostop 2 sind, wenn ich das sogar lese. Alter, Lostopf 2, was ist denn da los, oder? Wahnsinn. Der auch schon mal die Töpfe so ein bisschen so, mal so dezent mal so. Ich habe mal so, Hey, hallo. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich gesehen habe, wo ich sage, nicht so schön. Genau, genau, oder Tottenham so, nein. Oder Neapel auch so. Nee. Mach mal halblang, aber da gibt es auch viele, wo ich sage, ich habe selbst bei Barcelona gedacht, so komm, nee, das haben wir durchgespielt. Da brauchen wir jetzt so eine Kombination aus Liverpool, Atletico, Celtic. Ich habe jetzt schon so Bock. Aber das ist so schöne Überleitung, weil das könnten zukünftige Highlights werden, liebe Leute. Schreibt mal euer Vergangenes in die Kommentare. Ich will doch nur was spüren. Es kribbelt, aber wenn es darum geht, was kribbelt, dann muss man auch sagen, es gab auch manchmal die negative Gefühle, die wir hatten. Denn nicht alles lief immer rund, sondern es gab auch Situationen, lieber Phil, da will ich dich gleich wieder fragen, wo du gedacht hast, schwierig, nennen wir doch mal ein Lowlight deiner Saison. Ja, es gab ja auch ein paar schwierige Spiele. Ja. Tatsächlich etwas, was mir noch ein bisschen nachhängt, war dieses Pokal aus in Leipzig. Und zwar, weil Leipzig einfach schlagbar war in dieser Saison, wie wir ja auch hinten raus und zurecht gar nicht gesehen existieren haben. Sollte. Das noch obendrein. Und da rauszufliegen in einer Saison, in der, guck dir jetzt Stuttgart an, man wirklich erneut, wie schon im Jahr zuvor, Saarbrücken wollen wir jetzt gar nicht so weit zurückdenken, aber es war wieder eine ähnliche Situation, wo du gedacht hättest, diese Pokalsaison hat dir sehr viel serviert. Ja, was dich noch mal zusätzlich getragen hätte Richtung Saisonende, wo du wahnsinnig viel positive Energie noch mal hättest rausziehen können. Und die Art und Weise, wie du da ausgeschieden bist gegen einen Gegner, gegen den du wirklich hättest gewinnen können, das verfolgt mich auch ein halbes Jahr später noch so ein bisschen, wo ich sage, schade. Aber es ist halt tatsächlich schade und es ist wirklich gut, dass du es ansprichst. Erstmal Grüße nach Stuttgart, Gratulation übrigens auch für mich. Absolut. Gratulation nach Bielefeld, weil ich finde auch, was die Fans da abgerissen haben. Ganz ehrlich, wir reden hier 2 Tage nach dem Pokalfinale. Das war wieder ein geiles Pokalfinale. Ich liebe den DFB-Pokal. Da merkst du auch, wie magisch dieser ganze Tag ist. Ja. So, ich habe ja mit beiden Vereinen nichts zu tun, aber es hat einen ganzen aber ich bin Tag trotzdem drin. So. Ich wäre so gerne in Berlin gewesen. Ja, voll. Da siehst du auch, was für eine Wertigkeit dieser Pokal hat, wenn da nicht so ein Plastikclub im Finale steht. Auf jeden Fall. Wo du dann abends denkst, nee, das gucke ich mir gar nicht an. So. Also es ist wirklich einfach der geilste Wettbewerb in Deutschland und dann mit 2 geilen Vereinen. Wirklich. Also wenn das dann nächstes Jahr wieder die Eintracht ist. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. Aber wie gesagt, großes Glückwunsch an alle, weil es hat richtig Spaß gemacht auf den Rängen. Da war viel Respekt dabei. Da merke ich, das ist Fußball Deutschland. Und jetzt bin ich gespannt, wie du wieder die Überleitung zu deinem Lowlight der Saison bekommst. Ja, mein Lowlight der Saison, muss ich euch leider sagen, das hängt einfach mit einer Person zusammen und es hängt viel damit zusammen. Nee, ihr seid mal den Phil in Ruhe. Ihr seid immer meine Highlights, aber manchmal läuft es ja mit Menschen nicht so gut. Ja, also natürlich beim Privaten kennen wir das alle. Aber manchmal auch im Gesundheitlichen. Und was mich wirklich mitgenommen hat für den Rest der Rückrunde, war die Tatsache, dass Mario Götze sich verletzt hat. Ja, die Verletzung von Mario Götze, die hat bei mir echt einen Schalter
nicht, ich will nicht sagen umgelegt, aber die hat ihn schwerer bewegbar gemacht. Weil ich wirklich gemerkt habe, das ist für die Eintracht auch richtig schwierig gewesen, dass diese Galionsfigur da gefehlt hat, weil er war eigentlich in seiner besten Saison bei der Eintracht. Ja, Mario Götze, man kann das nicht oft genug sagen, hat dieses Jahr, diese Saison wirklich so gut performt, wie ich ihn selten überhaupt bei der Eintracht gesehen habe, aber auch in den seltenen Jahren zuvor. Und dann diese Verletzung zum schlimmsten Zeitpunkt. Und ich glaube, dieser schlimme Zeitpunkt, der geht dann auch an dich so ein bisschen rein, weil Tottenham war für uns alle schwierig. Also ich kann in der Hinsicht irgendwie an euch beide anschließen, weil die Götze-Verletzung auch in diesem Tottenham-Spiel, das war für mich das Lowlight des Jahres. Gar nicht, weil die Leistung schlecht war der Mannschaft oder weil sie irgendwie schlecht, dass sie nicht wollten oder was auch immer. Einfach weil dieses Spiel extrem unglücklich gelaufen ist und ich auch im Europapokal das Gefühl hatte, du kannst, wenn du jetzt an den richtigen Stellen Glück hast und weißt du, der Würfel mal auf deine Seite fällt quasi so, dann kannst du das Ding gewinnen. Ja. Das habe ich monatelang schon gespürt irgendwie. Und das hat sich dann bestätigt in den Spielen zum Beispiel gegen Ajax und so weiter. Da dachte ich, okay, ey, und jetzt auch Tottenham, die sind schlagbar. Und das war ein Spiel, was so 50-50 war, weißt du? Also das ist ein klassisches Spiel von, da macht keiner irgendwie wirklich was falsch. Wer den ersten Fehler macht, verliert. Genau, keiner baut irgendwie richtig Scheiße. Beide Mannschaften sind irgendwie da. Es ist jetzt nicht so, dass du der Mannschaft vorwerfen kannst, dass die sind blockiert oder wollen nicht oder was auch immer, sondern es war einfach so ein Spiel. Eine Mannschaft hat Glück, die andere hat Pech. Und das war an dem Abend die Eintracht. Und das hat es so ärgerlich gemacht für mich. Du hast Mario Götze verloren. Das war auch ein Moment in dem Spiel, wo ich dachte, jetzt wird es schwierig. Ja. Dann hast du diese sehr unglückliche Situation von Kawa Santos, die dann zum Tor geführt hat oder zum Elfmeter dann geführt hat für Tottenham. Und das waren also Sachen, wo ich dachte, okay, das kann auch andersherum laufen. Ja. Also es kann genau in so einem Spiel auch andersherum laufen. Das kann auf deine Seite fallen, so ein Spiel. Und das ist nicht passiert. Und das war extrem ärgerlich, weil ich das Gefühl hatte, wenn du die schlägst, dann gehst du durch. Ja. Wärst du auch ziemlich sicher durchgegangen. Ja. Und du hast ja auch direkt in den Wochen danach dann gemerkt, als es nochmal Richtung Saisonende ging, dass diese Präsenz von Mario Götze, diese Erfahrung, diese Ballsicherheit, diese Fußballintelligenz, all das Dinge früher zu spüren als andere auf dem Platz. Dass genau das in diesen knappen Spielen am Ende bei diesen ersten beiden Matchbällen dieser Mannschaft gefehlt hat. Ja. Und das war wirklich brutal schade, weil mit dem Mario Götze hättest du dieses Ding ganz sicher schon früher klar gemacht, bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Oft ist es ja so, dass bei Mario Götze ja auch viele kleine Sachen sind, die einem gar nicht so richtig auffallen. Die merkt man erst dann, wenn er weg ist, wie gut der eigentlich wirklich ist und wie sehr der andere permanent überperformt auch. Ja? Und das ist tatsächlich trotzdem am Ende, dass sie es trotzdem am Ende so gezogen haben, wie sie es gezogen haben, spricht ja dann auch wieder, genau. Ja. Aber ich freue mich drauf, dass Mario Götze nächste Saison wieder dabei sein wird. Der wird uns in der Champions League noch ganz schön wertvoll und wichtig sein. Da gehe ich ganz, ganz fest von aus. Insofern, wir drücken die Daumen, dass du bald wieder fit bist, Mario. Super Saison gespielt und dann wird das wieder ein großes Highlight, wenn du dabei bist. Aber Highlight ist natürlich auch etwas, was vorgezogen werden kann oder was irgendwann in der Zukunft liegen kann. Und auf jemanden freue ich mich persönlich besonders. Das ist jetzt die nächste Kategorie. Und zwar auf eine Person, Oskar Højlund. Und liebe Leute, das ist ein Spieler, der hat so eine rohe Natur. Ja? Das ist ein roher, kennst du, ne? Logisch. Roher Gewaltspieler, aber gleichzeitig jemand, bei dem ich in dieser Saison schon gar nicht gedacht hätte, dass er so oft spielt, wie er im Endeffekt gespielt hat, 20 Spiele gemacht. Er ist etwas, bei dem ich sehe, da ist noch was, das muss noch was geschliffen werden. Aber ich habe so Bock, ihn auf dieser Position im defensiven zentralen Mittelfeld zu sehen, weil ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden. Ja, vor allen Dingen, weil er ja ohnehin am Anfang der Saison schon länger raus war. Da war er schon sehr nah dran an der Startelf und man dachte, krass, wie viel muss der mitbringen, ne? Wenn er direkt so nah dran ist an der Startelf. Und du hast immer gesehen, wenn er drin war, fand ich, er hatte immer ein, zwei besondere Momente auch. Balleroberungen, ganz krass, was er dir für Bälle holt. Dieses progressive Spiel, dieses nach vorne denken, diese leichte Wildheit. Wenn du die noch ein bisschen intelligenter auf dem Platz auch einsetzt, das ist auch ein Spieler, auf den freue ich mich sehr, weil der wird safe den nächsten Schritt gehen. Definitiv. Ich glaube auch, dass das ein Spieler ist, der den nächsten Schritt gehen wird. Dementsprechend ist mir auch gar nicht, es wird ja viel gerüchtet, gemunkelt, was da in dieser Position passiert. Ich bin da relativ relaxed, weil ich weiß, da haben wir gute Leute am Start. Wen würdest du nennen, was in der nächsten Saison vielleicht dich ein wenig erfreuen könnte? Also ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf Can Uzun nach wie vor. Der hatte keine einfache erste Saison bei der Eintracht, das ist klar. Trotzdem hat er auch, ich meine, wie viele Tore? 5 Tore, 3 Vorlagen oder so. Das ist jetzt nicht so, dass er gar nicht performt hätte. Ich glaube, der hat mehr erwartet. Das hat er auch öffentlich gesagt. Ich hoffe sehr, dass er die Ruhe bewahrt und sich jetzt nicht irgendeinen Scheiß erzählen lässt von Beratern oder wem auch immer. Von wegen, hier, geh mal jetzt zur nächsten Station, sondern bleib cool und mach weiter. Und er hat nämlich die fußballerischen Qualitäten. Der hat dieses Bolzplatz-Ding, dass du wirklich einfach, das haben nicht viele, das kannst du auch nicht lernen. Schnelle Bewegungen auf engem Raum, geile Ideen, der weiß immer, was mit dem Ball anzufangen. Und wenn der jetzt
das verstetigt und nochmal einen Schritt macht in der neuen Saison und mehr spielt, bin ich ziemlich sicher, dass das ein Spieler sein kann, über den wir, wenn wir in einem Jahr wieder darüber sprechen, dass das dann der Shootingstar ist oder der Spieler der Saison oder was auch immer. Weil die Anlagen hat der muss jetzt cool bleiben und im zweiten Jahr richtig Gas geben und dann freue ich mich drauf. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Spieler ist, der alle Qualitäten mitbringt, der alle Qualitäten wirklich hat. Ich glaube aber, dazu gehört auch, dass sein Umfeld ruhig bleibt. Ja? Und das ist meine große Angst, die ich habe, dass er sich jetzt im Sommer, der Sommer, der kann schon länger sein, der kann sich schon ziehen, dass er da in Unruhe kommt. Also ich glaube, dass wahnsinnig viel bei ihm Kopfsache ist, dass er seinen Kopf sich zum einen sehr klarstellen muss, dass er zum anderen aber auch fußballerisch auf dem Platz ein paar Basics auch noch drauf schafft, weil du kannst halt nicht nur auf der 10 busy glänzend schnicken und aufs Tor schießen. Das ist die schöne alte Welt von Uwe Bein, das funktioniert heute aber in dem Fall halt nicht mehr so. Also du musst schon verstehen, wie der Fußball heute funktioniert und was von dir verlangt ist, positionsunabhängig. Das ist das eine. Und zum anderen hoffe ich und glaube ich, dass Sie haben jetzt ja mit ihm gesprochen, auch sehr ausführlich. Und ich hoffe, Sie haben einen klaren Plan aufgezeigt, den er auch so annimmt, wo er auch weiß, dass ihn das weiterbringt. Und dann, glaube ich, wirst du mit dem, weil er halt einfach ein Unterschiedsspieler ist, das siehst du wirst du an dem noch sehr viel Freude haben. Stichwort Freude haben. Ja. Und da komme ich jetzt zu meinem Call für die nächste Ich bin sehr gespannt. Die Überleitung hier. Das ist ein Spieler, der vor allen Dingen sehr viel Verletzungspech hatte, der aber unglaublich viel mitbringt. Und das ist Orel Amenda. Oh, geil. Und ich weiß, ich habe in Freiburg auch, als er reinkam, hinten raus, weil du vorhin gesagt hast, wenn Namdi Collins neben dir steht, wird es dunkel. Stell mal Namdi Collins neben Orel Amenda. Der ist fast 2 Meter hoch. Krass. Der hat ein solches Kreuz. Das ist überragend. Also der bringt eine Physis mit. Hatte wahnsinnig viel Verletzungspech. Stand nicht umsonst, dürfen wir nicht vergessen, letzten Sommer schon im EM-Kader der Schweiz. Richtig, Das ist wirklich ein Spieler, der eine Physis mitbringt, der aber auch kicken kann. Also der kombiniert diese physische Wucht, diese Präsenz bei hohen Bällen mit einem hohen Spielverständnis, mit gutem Aufbauspiel. Und das ist ja genau das, was uns hier und da hinten auch so ein bisschen gefehlt hat, noch ein bisschen mehr Klarheit von hinten raus. Und wenn der fit bleibt, Leute, dann wird der deutlich mehr Einsatzzeit bekommen, je nachdem Personalsituation, Defensive müssen wir noch mal ein bisschen gucken, hängt viel an Robin Koch. Aber Orel Amenda, mein Player to watch für nächste Saison. Letztes Mal, weiß ich noch, war es Nielsen Kunku, wo ich Breakout-Season prophezeit habe. Von daher hoffe ich, dass dieses Jahr ein bisschen besser läuft bei meinem Auf jeden Fall. Nils, tut mir auch ein bisschen leid, auch ein ultra sympathischer Spieler. Es hat in dieser Saison nicht so wirklich geklappt, aber ich muss auf jeden Fall sagen, Amenda, da habe ich Bock drauf. Und ich glaube, das kann genau das werden. Ein bisschen Geduld müssen wir haben, aber der hat hohe Anlagen, der hat hohe Fähigkeiten und Qualitäten. Da freuen wir uns drauf. Und wenn wir uns über Leute freuen, müssen wir natürlich auch darüber denken, es gibt aber ein paar Spieler, da würde ich sagen, da muss es besser werden. Ja. So, nächste Kategorie, es muss vielleicht ein wenig besser werden. Und bei wem hast du dieses Schild, wo du sagst, hier mein Bub, das ist gut, aber das muss besser werden? Also, das ist für mich Eli Wahi. Der teuerste Transfer der Eintracht aller Zeiten, glaube ich. Ich bin gar nicht ungeduldig. Ich bin absolut der Meinung, dass diese Kritik, die jetzt schon geäußert wird, völlig überzogen ist. Der Mann kommt aus einer schwächeren Liga. Der kam angeschlagen, war dann hier nochmal angeschlagen. Der hat weniger Fitness gehabt, als er wollte, weniger Spiele gemacht, als er wollte. Wenn die Eintracht nach all diesen Top-Transfers aus den letzten Jahren 25 Millionen Euro auf den Tisch legt für einen Stürmer, den sie seit 2 Jahren eigentlich haben will, dann bin ich mir relativ sicher, dass das kein Blinder ist. Das sehen sicherlich die Scouts und Verantwortlichen bei seinen vorherigen Vereinen auch so. Die haben auch was mit. Der hat mit 19 schon an die 20 Hütten gemacht in seiner ersten, zweiten, dritten Ligue 1-Saison oder so. Der Typ kann kicken. In der Ligue 1. Ich glaube, dass der auch weiß, was die Stunde geschlagen hat. Nämlich, dass der jetzt mal eine gescheite Vorbereitung machen muss und an sich arbeiten muss. Was man so hört, tut er das ja auch. Er lernt ja auch fleißig. Tut er, genau. Er lernt ja fleißig die Sprache. So. Jetzt bin ich gespannt, wie er sich dann im Training präsentiert, wenn er verletzungsfrei bleibt, auch wenn es dann wieder losgeht. Ich glaube, der hat alle Anlagen, um der nächste große, nach all denen, die wir jetzt hatten, Stürmer zu werden bei der Eintracht. Ich glaube daran. Bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich sehe es deutlich skeptischer. Ich sehe nichts in Eli Wahi. Echt, ne? Nach wie vor. Ich finde, jeder, der kam und der Anlaufzeit gebraucht hat, hat schon direkt von Anfang an gezeigt, was er so mitbringt an Potenzial. Lass uns eine Wette abschließen. Wer aber nach einem halben Jahr noch immer so rumrennt, wo du das Gefühl hast, der steht das erste Mal da auf dem Platz und weiß gar nicht hier, wo bin ich, was mache ich hier und wieso und wie viele. Und dann bin was ist das hier für ein Sport? Also ich werde mich sehr freuen, wenn ich mich täusche. Ja. Sehr, 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 sehr. Aber ich bin da wirklich skeptisch in dem Fall. Lass uns eine Wette abschließen. Ich sage, Eli Wahi macht nächste Saison Minimum 13 Tore in der Liga. Ich sage, Eli Wahi geht spätestens im Winter weg.
Okay. Sicher? Kastenbier? Ja, sicher, ich will ja dagegen halten. Kastenbier. Kastenbier. Sehr gut. Also, liebe Den trinken wir dann Leute, gemeinsam. ihr habt es alle gesehen. Wir können nur gewinnen. Genau, ihr habt alle gesehen. Also es ist das klare Ergebnis. Ich bin mal gespannt, was es im Endeffekt wird. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu Wahi sagt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Phil, ich kann das wirklich nachvollziehen, was du sagst. Ich habe auch bei seiner Einwechslung immer wieder, auch gegen Freiburg, selbst gegen Freiburg gemerkt. Danke. Dass In er dem nichts, Spiel, ja. wenn du da so rumfällst, Ja. ich hatte so ein bisschen Hauge-Sevilla-Vibes, Ja. wo man sich so denkt, was, Junge, weißt du, wo du bist? Ja, hier geht doch aber- gerade alles. Ja. Hier geht doch gerade alles. Ich meine, und er hat ja sogar noch eine Chance gehabt, auch von teilweise merkwürdig verdattelt. Also da waren Situationen, wo ich gedacht habe, er ist so weit weg von diesem Spiel, da muss noch einiges kommen, um wieder heranzukommen. Aber vielleicht hast du jemanden, bei dem du auch nicht so ganz zufrieden bist, wo du sagst, da würde ich ganz gern mehr sehen von dir. Ich hatte erst über Fares Chabi nachgedacht, weil ich wieder ein bisschen mehr einfach Präsenz und so dieses Pflegma Reden wir ein gleich bisschen drüber. ablegen. Aber ich möchte nicht jemanden nennen, sondern ich wünsche mir für nächste Saison, das ist jetzt der nächste Step, den auch das Trainerteam, finde ich, noch gehen muss, Ja. dass du nicht nur einen Plan A hast, sondern vor allen Dingen gegen tiefstehende Gegner auch im Spiel Lösungen findest, wenn der Plan A, den du dir überlegt hast, vielleicht nicht so gut funktioniert. Das ist das, was ich mir wünsche für das, was im Spiel passiert, weil ich da oft noch so ein bisschen Luft nach oben gesehen habe. Aber wir haben die Entwicklung in der Saison gesehen im Vergleich zur letzten Saison und ich bin sehr zuversichtlich, dass Dino das mit seinem Trainerteam genau in dieser nächsten Saison auch noch hinbekommt. Wenn der Step auch noch gegangen wird, dann bin ich sehr happy. Das ist sowieso eine krasse Situation, weil wir gehen ja tatsächlich gewisse Steps und wir machen ja Entwicklungen. Ne? Das ist ja das Krasse. Ich finde es total gut, was du ansprichst. Liebe Leute, wie seht ihr das? Seht ihr das ähnlich, dass das auch genau ein Punkt ist, gerade In-Game-Coaching, wo die Eintracht noch besser werden kann? Ich überlege aber, wir haben jahrelang darüber gesprochen, dass uns die Standards nerven bis zum geht nicht mehr. Wenn wir jetzt auf die Standardstatistiken gucken, auch wenn wir uns immer noch aufregen, ist das viel, viel besser geworden. Ja. Also das Und ist ja schon gut. Wir haben gerade das erste Mal, glaube ich, den Namen Dino Topmöller übrigens Ja. gedroppt, was auch ein Skandal ist. Ja. Weil Dino Topmöller hat mit der Eintracht die beste Saison seit 30 Jahren gespielt Ja. und die zum ersten Mal direkt über die Liga in die Champions League geführt. Und auch das nochmal Honorable Mention, wie der Amerikaner gerne sagt. Auch Dino, wenn du jetzt gerade hier noch in keine Kategorie gefallen bist, das war in Summe für dein zweites Cheftrainerjahr eine wirklich fantastische Leistung. Und vor allen Dingen, du lebst die Eintracht, der lebt diese Eintracht. Ja. Und das ist das, was man gar nicht oft genug betonen kann mit Blick auf die letzten Jahre. Ja, dass du einfach einen Trainer hast, der sich zu 100% mit all dem identifiziert und der vor allen Dingen nicht einmal gemeckert hat in all der Zeit. Was Ja. wird dem auf den letzten Drücker alles weggekauft? Welche Alter, Leute im Winter alle allein. weggegangen Ich sind? muss ehrlich sagen, diese Kritik, die da irgendwie aufkam immer mal wieder jetzt in den letzten 2 Jahren, die hat mich oft auch geärgert, weil ich bin ja Fußballromantiker durch und durch. Ja. Und ich finde es so krass, dass dann ein Trainer kommt, der als Kind mit seinem Papa, der hier schon Trainer war, schon im Stadion war, der selber als Spieler hier gespielt hat, der beim Wunder gegen Reutling dabei war und der dann trotzdem einen derart schwierigen Stand hat. Da sollte man ja eigentlich meinen, okay, der kommt hier, der müsste eigentlich sofort adoptiert werden und so. Und, muss man ihm aber auch zugutehalten dann, er hat tatsächlich diese Kritik ausgehalten, er hat an sich gearbeitet auch. Ich finde, das ist ein ganz anderer Typ als im ersten Jahr. Und spielt die erfolgreichste Saison jetzt seit, keine Ahnung, was hast du gesagt, 30 Jahren oder so? Also einer war letztes Mal als 93. Ja, 93, ich bin extrem gespannt, wie der sich noch entwickelt und was aus dem noch wird. Trainer-Shootings da auf alle Fälle, Jetzt sind liebe wir ein Leute. bisschen Kannst abgeschlossen. du kannst ein Bierchen mittrinken. wenn Aber wir die ganz Kasten ehrlich, wir trinken. vergeben heute die Sonderkategorie. Trainer-Shootingstar des Jahres, Dino Topmöller. Xaver Sembrot. Du musst Dino erwähnen. Ja. Das ist ja völlig klar. Ja, logisch. Ist auf jeden Fall. Aber bei wem ich sagen muss, ach komm, da wünsche ich mir noch ein bisschen, das ist eine Besserung, noch ein bisschen mehr, da muss noch ein Basti. bisschen mehr kommen. Basti auf jeden Basti Fall. Red. Ja, zumindest Da muss mehr heute. kommen. Muss echt noch ein Zumindest bisschen mehr heute kommen. muss er zumindest erscheinen vielleicht, ja. Aber wer öfter auch auf der Startelf erscheinen kann und vielleicht auch noch ein bisschen öfter vom Tor gefährlich werden kann, unter anderem ist Fares Chaibi. Ich muss tatsächlich auf diese Person eingehen, weil ein Spieler, der immer wieder die Möglichkeit bekommt, was übrigens auch ein großes, positives Argument ist für Dino Topmöller, weil er Leute nicht vergisst. Und es gibt Leuten die Möglichkeit, wenn sie sich reinhängen. Und das war bei Fares Chaibi der Fall. Aber es ist tatsächlich so gewesen, ich glaube, kleine Aufwind am Ende der Saison, aber er ist in einer Saison, in der sehr, sehr viele wirklich overperformt haben oder ein neues Niveau erreicht haben, hat er das leider nicht erreicht. Deswegen sage ich, Fares Chaibi, ich drücke dir Daumen. Wir sind alle sehr positiv, wir mögen dich sehr, aber wir hoffen, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Gell? Ja, er hat in seinem ersten Jahr, finde ich, schon echt gezeigt, was für ein Potenzial im Schlummern hat. Mit Abstand die meisten Großchancen vorbereitet der Eintracht. Und jetzt im zweiten Jahr so eine derart langwierige Delle zu haben, das ist schon ärgerlich. Das ist nächstes Jahr die Do-or-Die-Season für ihn. Ja. Geht's noch mal einen Schritt nach oben oder bleibt er quasi auf dem Level, auf dem er jetzt ist? Ja. Ich finde, er hat alle Anlagen. Ich mag den total gerne als Spieler. Ich hoffe sehr, dass Wir drücken die Daumen. es noch klappt. Wir drücken die Daumen, aber bei jemandem, bei dem wir nicht mehr die Daumen drücken, weil alles das eingelöst wurde, was im Endeffekt geklappt hat, ist natürlich beim Spieler
der Saison. Und Phil, da komme ich direkt zu dir. Most Valuable Player auch oftmals hier bei uns bei Fußball 2000. Und jetzt gehst du vom Valuable Player auf bei Fußball 2000 zum Spieler der Saison. Jetzt will ich deinen hören. Tough Call in dieser Saison. Ist tatsächlich Da kannst krass. du von hinten bis vorne. Wir sind noch nicht einmal über Kevin Trapp gewürdigt. Nee, wir haben das ist Robin krass. Koch noch gar nicht. Das ist Stimmt. absurd. Überleg mal, wie viele Namen dir da in den Kopf kommen sofort. Ne? Und trotzdem möchte ich jemanden nennen, auch wenn er ein halbes Jahr schon nicht mehr da ist, aber ich habe selten zuvor einen Spieler gesehen, der so ein überragendes halbes Jahr hatte in einer Saison wie Omar Mamouche. Nie wahrscheinlich. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es für ihn auch in England funktioniert, weil er wirklich ein Ehrenmann ist, weil er bis zum Ende diese Mannschaft, diesen Club mitgetragen hat. Ja. Und weil er wirklich jetzt auch da funktioniert. Aber das, was Omar Mamouche bis Ende Januar im Eintracht-Trikot veranstaltet hat, das war ein Naturschauspiel. Mein Fußballspiel ist ein Naturschauspiel, wo ich sehr gern zugeguckt Geil, habe. Naturschauspiel finde ich herausragend. Und ohne Omar Mamouche, glaube ich, wärst du ziemlich sicher, wärst du am Ende nicht Dritter gewesen. Deswegen Props, Großteil dieser Saison gehört Omar Mamouche und den nenne ich jetzt einfach mal. Finde ich Da total möchte gut. da möchte ich mal direkt rein, weil ich finde, du hast mit allem recht, was du sagst, aber ich finde, die größere Leistung eigentlich ist, die Lücke zu ersetzen. Und das hat ein Mann gemacht, und zwar Hugo Ekitike. Und da muss man wirklich sagen, der hat ja schon auch eine gute Hinserie gespielt. Ja. Das war, die beiden waren ja auf dem Weg. Weißt du, wenn die 5 Jahre zusammenspielen, wird das hier so ein legendäres Sturmduo. So. Das magische Zweieck. Aber der ging, der ging natürlich ein bisschen unter diesem ganzen völlig aus dem Nichts kommenden Mamouche-Hype auch einfach. Und dann aber in der Situation, wo du merkst, okay, die beiden neuen Stürmer, die sind jetzt keine gleichwertigen Ersatzspieler, also die können nicht direkt diese Lücke schließen. Und dann als alleiniger Spieler vorne im Sturm so eine Rückserie hinzulegen, wo eigentlich im Januar nach dem Mamouche-Abgang hätten, glaube ich, alle gesagt, okay, dann wirst du halt 5., 6., 7. oder so. Oder also das wäre natürlich ärgerlich gewesen, so, aber das hätte ja durchaus passieren können. Dass das nicht passiert ist, liegt daran, dass Ekitike auch wieder den nächsten Schritt gemacht hat. Und das ist leider Gottes höchstwahrscheinlich so, dass der dann jetzt gehen wird im Sommer, weil es Spieler mit dem Profil nicht allzu viel auf dem Markt gibt. Aber das, was der in der Rückserie geleistet hat, nicht Dein hoch Spieler genug, der Saison? Ja, nicht hoch genug zu bewerten. Da bin ich jetzt gespannt, was für dich noch übrig bleibt. Ja gut, mein Lieber. Also ihr habt beide super Picks. Ich muss noch mal ganz Aber kurz ich sagen, möchte einmal dazu sagen, weil du es auch gerade schon gesagt hast, rein, es tut mir leid. Da gibt es so viele Spieler, aber das war eine Kategorie, wo ich mich so schwer getan habe, weil ich finde, Christensen, den hatten wir ja schon, hat eine unglaubliche Saison gespielt. Ich finde auch Arthur Thiat eine unglaubliche Saison gespielt. Auch dass Trapp dann so wiederkam nach diesem ganzen Gewurschtel da um Kawa Santos und dessen Verletzung und so. Und dann, der hat ja auch noch Punkte geholt dann am Ende. Ne? Also da gab es jetzt einige, die eigentlich zu ihrem Recht kommen müssten. Wir müssten eigentlich so ein Treppchen machen. Und da könnten fast alle drauf. Ja, aber das ist halt wie immer bei Kategorien und Awardshows. Ich meine, du kannst alle 10 Filme gut finden, aber einen Oscar kriegt trotzdem nur einer. Das ist halt tatsächlich einfach die Wahrheit. Das ist eine ungerechte Welt. Ja, genau. Und Den Oscar irgendwann kriegt nur der Heulund. vielleicht sogar in der nächsten Saison zum Spieler der Saison. Aber Stand jetzt ist mein Spieler der Saison jemand, bei dem ich manchmal das Gefühl habe, er wird zu wenig gewürdigt und bei dem ich sage, er ist das Backbone der Frankfurter Eintracht. Er ist für mich derjenige, auch so ein Spieler, bei dem ich eine emotionale Komponente einfach spüre. Das ist Ansgar Knauf. Ansgar Sehr gut. Knauf. Auch noch einen drüber. Geiler Call. Sehr guter 30 Call, ey. Spiele, hat 4 Tore gemacht, 6 Vorlagen allein in der Liga. Und ist ein Spieler, bei dem ich immer das Gefühl habe, wenn er auf dem Platz ist, dann ist diese Verbindung auch zu den Fans noch mal ein Stück weit enger. Ja. Und er macht nicht so viele Tore, aber wenn, dann macht er die ganz wichtigen. Und wenn, dann ist er da und leitet Dinge ein, bei denen wir das ganz, ganz große Schwärmen kommt einfach. Auf dem Weg zu einem Gesicht dieses Vereins. Ja, absolut. Finde ich auch. Und der bringt auch so viel mit. Ne? Ich liebe den auch. Der hat auf dem Platz auch dieses Kämpferherz, was du unbedingt brauchst. So. Ja. Der hat jetzt, auch wenn du sagst, der scoret nicht so viel, aber der ist schon, eigentlich taucht der immer unter den ersten 3, 4 auf in der Scorerliste intern. So. Und das ist ein super netter Kerl, so totaler Vollsympath. Also der taugt tatsächlich, wenn der für ein paar Jahre noch hier bleibt, was ich mir gut vorstellen kann, ist das absolut. Es ist so krass, weil er ist ja jetzt schon lang da. Er ist ja jetzt schon derjenige, einer der Helden aus Barcelona. Er ist schon jetzt einer derjenigen, die mit uns den Europacup in die Höhe gereckt haben. Also lieber Ansgar, ich freue mich so, dass du da bist. Du bist einer der Spieler, bei denen ich immer das Gefühl habe, du bist Eintracht Frankfurt. Ja. Und es gelingt nicht immer alles, aber wenn es gelingt, dann ist es magisch. So viel Liebe heute. So aber wirklich. Und vor allem, der spielt immer noch U21-Nationalmannschaft. Das ist irre, ne? Der ist 23. Du denkst, der ist gefühlt 29 inzwischen. Bleib noch 15 Jahre hier und hol noch 30 Titel mit. So. Aber ganz ehrlich, das ist ja genau wir werden ja bald, nächste Woche werden wir schon über potenziell neue Transfers sprechen. Das ist ein Fund, dass du den allen Spielern zeigen kannst, Alter, hier werden die richtig viel besser. Ne? Und Ansgar Knauf, der kam von Dortmund, wollte mehr spielen, der kam hier und hat Herausragendes geleistet und ist zu einem der wichtigsten Spieler der Eintracht geworden. Das ist ja auch generell so, die Eintracht als
Ziel für junge Spieler hat so eine Strahlkraft inzwischen entwickelt. Und jetzt kannst du da als Kirsche auf die Torte auch noch diese Perspektive Champions League draufpacken. Ja. Wahnsinn. Ich freue mich total auf diese Gesamtkonstellation, Situation. Ich freue mich auch auf all die Namen, die wir jetzt gerüchten werden in den kommenden Wochen. Ab Montag, liebe Leute, ab Montag geht's wieder runter. Aber auch da siehst du mal, wie geil die Saison war. Und jetzt bin ich mal gespannt, als letzte Kategorie, die Schulnote, die ihr dieser Saison geben möchtet. Ist sauschwer. Es ist sauschwer. Soll ich mal anfangen? Dann fange ich einfach mal an. Liebe Leute, ich habe es mir hier aufgeschrieben und zwar kann ich es euch sagen, ohne dass ich das jetzt hier sehe. 4 minus? Ja, 4 minus. Tut mir leid. Ja, liebe Leute, da ist schon... Ein bisschen kritisch wieder ganz unser ehrlich, Marvin. da ist schon ein bisschen mehr noch drin. Ja? Nein, was habe ich gemacht? 1 minus. Ich habe eine 1 minus gegeben, denn ich muss lieber sagen, die beste Platzierung seit 30 Jahren, Platz 3 zu erreichen in einer Saison, in der du eigentlich von der Seite weggekegelt wirst im Winter. Da geht dein wichtigster Spieler, wir haben es gesagt, Omar Mamouche, ein herausragender Spieler. Und trotzdem schaffst du es mit einer Willensleistung am letzten Spieltag gegen Freiburg noch auf die 3. Du bist trotzdem auch relevant drin gewesen im Europacup. Natürlich das Minus, liebe Leute, muss ich sagen, wir haben ja keinen Pokal gewonnen. Ja? Also, kein Titel gewonnen, ja, da ist schon das kleine Minus da. Aber ansonsten ist es für mich eine wahnsinnig gute Saison gewesen. Deswegen 1 Minus von mir, lieber Phil. Ja, ich habe lange überlegt. Ich habe auch hin und her überlegt zwischen 1 minus und 2 plus. Und du hast gerade die Überleitung schon gut hinbekommen. Mir tun diese beiden Pokal-KOs trotz allem in der Gesamtabrechnung noch ein bisschen zu sehr weh. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich gebe eine 2 plus oder eine 12 Punkte im Oberstufen-Punktesystem, das ja die meisten von euch durchlebt haben, die euch kennen. Ja, hier ist ja keiner vor der 11 abgegangen. Nein. Also 12 Punkte oder 2 plus mit einem Hauch mehr in den Pokalwettbewerben, mit ein bisschen mehr Punch in diesen entscheidenden Momenten, wäre ich safe auch bei einer 1 gewesen. Das ist zwar wirklich Jammern auf hohem Niveau, nach so einer Saison eine 2 plus. Aber ja, auch langweilig gewesen, wenn ich mich dir einfach anschließe. Du willst doch auch ein bisschen ich will Jungs ja motivieren. Du willst sie motivieren, wie die Lehrer früher, die gesagt haben, Phil, das wird eine... Naja, ich sag mal so eine 4 plus. Hol 2 Pokale und die Meisterschaft nächste Saison. Dann denke ich über die 1 nach. So, liebe Leute. Also, nee, aber ich will nur eine Überleitung zu dir machen. Okay. Sei nicht immer so. Du hast mich am Anfang auch vergessen. Ich will dich einfach nur ein bisschen provozieren. Liebe Leute, schreibt ihr in die Kommentare, was eure Note ist für die Saison. Aber jetzt kommt das Finale. Le Grand Finale. Jetzt gehen wir Stefan mal. Reich, nicht die Punktevergabe jetzt in Der Basel. alte Hobbypädagoge. Nicht der Grand Prix de la Chanson, sondern, lieber Stefan, sag mir welche Punkte du vergibst. Ich sage, das Ding, diese Saison ist eine glatte 1 und da gibt es gar keine Diskussion. Wenn du als Eintracht Frankfurt Dritter in der Liga wirst, du hast eigentlich Bayern, Leverkusen, Dortmund, Leipzig, Wolfsburg. Da gibt es 2 oder andere Vereine, sondern auch selbst Hoffenheim hat wahrscheinlich mehr Kohle, wenn die wollen und so. Und wenn du in der Konstellation als Eintracht Frankfurt, wo du dir das alles selbst erarbeitet hast aus den letzten Jahren, Dritter wirst, obwohl dir der beste Stürmer weggekauft wird im Winter, dann ist das eine glatte 1. Und dass du im Europacup an Tottenham scheiterst, in einem 50-50-Spiel, das kann passieren, das ist für mich kein Abzug der Note. Und auch, dass du im Pokal nicht durchgehst und im Pokal nicht gewinnst, ist auch kein Abzug in der Note. Ein Titel mit Eintracht Frankfurt, selbst wenn die Entwicklung so steil ist, wie sie ist, das kann immer nur ein Sternchen an der Note sein. Das kann die Note selber nicht beeinflussen. Das ist eine glatte 1. Wenn du als Eintracht Frankfurt Dritter über die Liga wirst, ist das eine glatte 1. Da gibt es auch keine Diskussion. Also das heißt, du würdest da 1 plus geben, wenn es einen Pokal noch gegeben hätte? Das Plus wäre dann der Titel, genau. Das wäre dann 1 plus mit Sternchen, ja. Aber wer die 1 plus verdient hat, ist die Fußball 2000 Community. Auf jeden Fall. Liebe Leute, Die Note wollen wir euch auch geben. Auf jeden Fall. Ihr habt uns so gut wieder durchgetragen durch dieses Jahr. Herausragend. Letzte Folge, glaube ich, 45.000 Views. Uns freut's, was für eine Community wir mittlerweile am Start haben. Mal Danke sagen, weil wir haben inzwischen fast so viele Abos, wie Menschen in das Waldstadion passen. Das ist schon krass. Stimmt. Das musst du dir mal vor Augen führen. Ja, das ist krass. Und wenn Lass da mal eine Party machen. Holt sie rein in unsere Arena. Fußball 2000 Weihnachtsfeier im Waldstadion. Aber weißt du was? Nicht nur Weihnachtsfeier, sondern auch Sommerfeier. 21.08. Batsch Cup Frankfurt, Fußball 2000, live am Start. Wenn ihr Bock habt, feiert mit uns ein schönes Fest. Und dann werden wir ein bisschen eine gute Zeit haben, ein bisschen babbeln, ein bisschen Spaß haben und ein bisschen auf die Saison blicken, weil es ist dann die Crunch-Time. Da geht's wieder los. Die heiße Phase, liebe Leute. Fußball! Also holt euch Tickets. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Liebe Leute, Sommerpause, das heißt auch, ihr habt noch mehr Zeit, um leckere Fußball 2000 Inhalte zu konsumieren. Und zwar hier zum Beispiel Fußball 2000 Mystery. Da könnt ihr euch alles reinziehen, was es zu den Lajos Stetteri-Millionen zu wissen gibt. Einmal hier reinklicken, zurücklehnen und viel Spaß dabei.